Hallo zusammen! Heute in meinem Video zeige ich, wie man einfachste Handtuchhalter häkelt. Ich habe 3 Varianten vorbereitet. Die sind wirklich sehr einfach zu häkeln, für Anfänger auch gut geeignet. Erste Variante mit so einem Muster von beider Seiten. Zweite Variante habe ich mit gehäkelten Ring gemacht. Muss man so durchziehen. So wird dann aussehen. Und dritte Variante ist mit einem Verschluss, also ich habe Perle und so sieht dann das aus. Gehäkelt habe ich das mit Cotton Cord von Krobeck mit verschiedenen Farben und Häkelnadel Nummer 5 benutzt. Erste Variante sieht so aus. Es wird mit 5 Maschen hier gehäkelt. Abmessung gehäkelte Teil 13 cm. Gesamtmaß ist 24 cm. Lassen Sie hier ein bisschen Ende. Wir fangen hier an, von innen nach oben ziehen. Eine Masche holen. Dann nochmal von innen nach oben. Zweite Masche. Insgesamt 6 Mal. Diese Ende entlang legen, das wird mitgehäkelt. Hier oben zählen Sie jetzt 5 Mal. Eine Luftmasche zur Steigerung umdrehen. Erste Reihe einfach mit fester Masche hier unter die 2 Faden. 5 Mal. Am Ende von jeder Reihe Luftmasche zur Steigerung umdrehen. Jetzt schauen Sie, wir häkeln 5 Maschen zurück, und zwar in dieser Stelle unter diesen Strich, unter diesen Faden, hier in die Mitte, zwischen diese 2 Faden. Häkeln wir immer in die Mitte und hier kommt man raus bei dieser Masche auch zwischen 2 Faden. So, wir fangen hier an. 1, 2, 3, 4 und hier am Ende wird immer so mit diese Faden hier ganz am Ende gehäkelt. So, Luftmasche haben wir gemacht. Jetzt hier in die Mitte, hier zwischen raus, einfach feste Masche häkeln. Eine Luftmasche zur Steigerung umdrehen. Genau dasselbe. Hier allerletzte, hier ist der Anfang. Hier ist Luftmasche, hier häkeln wir nicht. Eine Luftmasche zur Steigerung nicht vergessen und so dann sieht das aus. Ihr häkelt in die Höhe, welche ihr braucht. Ich werde 13 cm häkeln und dann werden wir zu anderen Ring verbinden. Ich habe 13 cm gehäkelt, Ende 80 cm hier abgeschnitten. Jetzt Masche rausziehen, mit einer Wollnadel durch Ring, durch jede Masche, also in jede Masche 2 Mal reinlernen und verbinden sie mit dem Ring zusammen. Am Ende dann ziehen Sie diese Faden durch mehrere Maschen ein bisschen runter, verstecken den und auch vernähen. Variante Nummer 2 sieht so aus: 19 cm lang, 13 cm gehäkelte Teil. Man zieht das so durch
und wird dann so aufgehängt. So. Wir häkeln den Ring und wie vorher 6 Mal reinlernen. Am Ende bleibt oben 5 Maschen. Am Ende eine Luftmasche zur Steigerung umdrehen. Wir häkeln zuerst feste Maschen, also unter die 2 Faden 5 Maschen zurück. Luftmasche zur Steigerung umdrehen. Ab jetzt häkeln wir nur in hinteren Faden hier. Wir gehen einfach in die Mitte von der Masche, häkeln einfachste feste Masche, aber nur unter ein Faden. 5 Maschen zurück. Das wirklich einfachste Muster. Luftmasche zur Steigerung umdrehen und dasselbe Spiel. 5 Maschen zurück. Und ihr häkelt das so lang wie ihr braucht. So, Luftmasche nicht vergessen. So sieht dann das aus. Umdrehen und weiter. Ich habe 10 cm gehäkelt, es sind 12 Reihen. So, jetzt häkeln wir eine Luftmaschenkette mit 15 Luftmaschen. Drehen Sie so rum, also dass der gerade hier schaut, und verbinden wir hier bei der allerletzte, hier unter diese 2 Faden. Ziehen wir das durch. So. Jetzt kann man zurückhäkeln mit Kettmaschen oder mit Festmaschen. Das Umhäkeln können Sie selber entscheiden, wie es für Sie lieber ist. Also ich zeige Optik, wie dann das aussieht mit den beiden. Da sind Kettmaschen. Es wird so eine Kette dann sein. Oder Festmaschen. Einfach hier runter, Masche ziehen. Es wird ein bisschen breiter sein und auch andere Optik. So, so sieht dann das aus. Also können Sie selber entscheiden, welche Variante passt bei Ihnen besser. Bei der letzten Masche Garn abschneiden, rausziehen. Und jetzt unten ein bisschen runterziehen und hier in die Maschen verstecken und auch vernähen. Variante Nummer 3 mit einem Knopf. In meinem Fall ist das eine Perle. Geht so auf. Die Länge davon ist 20 cm. Hier häkeln wir ebenso 5 Maschen, also 6 Mal in den Ring rein. Am Ende häkeln wir 2 Luftmaschen zur Steigerung, umdrehen. Zurück 5 halbes Stäbchen. Drauflegen, unter die 2 Faden, alles auf einmal abhäkeln. Am Ende 2 Luftmaschen zur Steigerung umdrehen und häkelt man einfach weiter unter die 2 Faden, halbes Stäbchen. Ich habe 12 cm gehäkelt, es sind 11 Reihen. In die letzte Reihe machen wir jetzt eine Öffnung in die Mitte für den Knopf. 2 Luftmaschen, 2 halbes Stäbchen, eine Luftmasche und nochmal 2 halbes Stäbchen. Und
als letzte noch eine Reihe mit 5 halbes Stäbchen. So sieht das jetzt aus. Jetzt häkeln wir in diese Richtung. Und zwar, ich mache es mit Kettmaschen. Damit hier so schön Zopf bleibt, können Sie versuchen, also wie gesagt, mit Kettmaschen oder mit Festmaschen umhäkeln. Einfach irgendwelche Faden finden, Kettmasche durchziehen. Regelmäßig bei jeder Reihe schauen Sie, welcher Faden wird passend. Kettmasche durchziehen. Dann wird das so aussehen. Oder ihr macht das anders. Genau gleiche Abstände hier. Suchen Sie bei jeder Reihe hier einen Faden und häkeln Sie mit Festmaschen um. So, dann die nächste Reihe hier. Dann wird das noch ein bisschen breiter sein. So. Aber wie gesagt, ich häkle mit Kettmaschen. Eine Seite ist fertig, weiter häkle ich den Ring um. Letzte Masche hier. Und dann einfach einen Ring, eine Masche ziehen. Den gesamten Ring umhäkeln. Jetzt bin ich auf die Seite und häkel weiter mit Kettmaschen bis zu dieser Ecke. Auch hier anfangen, identisch wie die andere Seite. Und runterkommen. Jetzt richtig Ecke bilden. Also hier ist die letzte Masche, schauen Sie. Und ich habe kleinere Häkelnadel geholt unter diese 2 Faden. Diese Ende erstmal durchziehen. Dann wieder zurückbringen, wo es rauskommt. Schauen Sie auf die andere Seite. Ecke ist fertig. Diese Ende runterziehen, verstecken, vernähen. Und als letzter einen Knopf annähen. Ich habe so eine Perle. Können Sie entscheiden, auf welche Seite wird. Hier vorne mit Zopf bei Kreis oder umgekehrt, so rum. Dann wird hier so schön Zopf sein. Geschmackssache, so wie die Höhe, welche ihr braucht, können Sie auch variieren. Ich mache jetzt auf die Seite, ungefähr hier an diese Höhe. Dann wird das hier so aussehen. So ungefähr an dieser Stelle. Ich ziehe einfach durch Perle durch, paar Mal Faden, das auf andere Seite dann einfach verbinden, also verknoten. So sieht das fertig aus, kann man leicht aufmachen und wieder verschließen. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Abonnieren Sie meinen Kanal, schreiben Sie mir einen Kommentar. Über eure Likes werde ich mich besonders freuen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!